Jetzt, da die Zölle die Weltwirtschaft erschüttern, ist das, was eigentlich eine Krise sein sollte, zu einer Krönung geworden. Aber für Tesla eine in Texas geborene Maschine, die kein einziges Gramm chinesisches Graphit, Lithium oder seltene Erden benötigt. Es ist nicht nur ein Auto, es ist eine Blaupause, eine Warnung, eine Machtverschiebung. Wie konnte Tesla also dem globalen Sturm entkommen, bevor er überhaupt begonnen hatte? Spulen wir zurück zu dem Moment, als die Weltwirtschaft zusammenbrach und Musk hat nicht mit der Wimper gezuckt. Warren, Texas. Ist dies ein strategischer Schritt in der Produktion? Tesla hat gerade einen Schlussstrich gezogen, und zwar im Herzen von Texas, mit einem Schachzug, der sich eher wie ein geopolitisches Machtspiel anfühlt, als eine Produktionsentscheidung. Hat Elon Musk Giga-Texas zum Startplatz für das Model 2 im Jahr 2025 gemacht. Nicht Berlin, nicht Shanghai, Texas. Und das ist nicht nur symbolisch. Es ist ein Schuss vor den Bug von Chinas Dominanz bei Elektrofahrzeugen. Genau zu dem Zeitpunkt, als das Weiße Haus chinesische Elektroautos und Batteriematerialien mit Zöllen von bis zu 145% belegte, präsentierte Tesla etwas, von dem die meisten Autohersteller nicht einmal träumen können. Ein vollständig lokalisiertes Elektroauto, das zu 100% in den Vereinigten Staaten hergestellt und bezogen wird. Kein chinesischer Graphit, kein importiertes Lithium, keine Bedingungen. Das Ergebnis: Tesla entgeht den Zöllen komplett und spart dabei Tausende pro Auto. Aber es geht nicht nur darum, die Steuern zu umgehen. Es geht darum, den Zwischenhändler auszuschalten. Durch den Bau des Model 2 direkt in Texas senkt Tesla die Logistikkosten um bis zu 30% und spart sich den Versand nach Übersee, Hafenverzögerungen und Zollprobleme. So kommt man auf einen Preis von unter 13.700 ohne Gewinneinbußen und ohne Kompromisse bei der Qualität. Im Inneren des 10 Millionen Quadratmeter Monsters, des Giga-Texas ist, passiert etwas Unglaubliches. Autos werden schneller, intelligenter und billiger als je zuvor gebaut. Mit Maschinen von der Größe eines Hauses, Teslas Gigapressen, werden ganze Abschnitte des Model 2 in einem Durchgang geformt, wobei Hunderte von Teilen, Bolzen, Schweißnähten und Roboterarmen ersetzt werden. Das ist brutale Effizienz. Eine Leiche alle 45 Sekunden, 80% Automatisierung und eine Belegschaft, die so schlank ist, dass herkömmliche Autohersteller ins Schwitzen geraten würden. Elon Musk beschrieb seine Traumfabrik einmal als Alien Dreadnought. Etwas, das so fortschrittlich ist, dass es für Außenstehende wie Science Fiction aussehen würde. Nun, das ist keine Science Fiction mehr. Es passiert gerade in Austin. Und während Tesla nicht nur Milliarden spart, sondern auch Zehntausende von Arbeitsplätzen schafft und die US-Wirtschaft ankurbelt. Es Wirtschaft und gibt Washington genau das, was es will. Unabhängigkeit von China, Innovation im eigenen Land und eine Geschichte vom Wiederaufstieg der USA. Doch die eigentliche Frage ist dies das Ende von Chinas Billig-EV-Imperium in den USA? Oder nur der Beginn eines neuen Kalten Krieges im Bereich der Technologie, der auf Batterien, Bots und milliardenschweren Fabriken basiert? Schreiben Sie ein Tesla-Wins in die Kommentare, wenn Sie der Meinung sind, dass die Zukunft der Elektroautos endlich in Amerika gebaut wird. Denn hier geht es nicht nur darum, wo das Model 2 gebaut wird. Es geht darum, wer die Straße vor uns kontrolliert. Welche chinesischen Materialien werden ersetzt? Das Tesla Model 2 ist eine kraftvolle Unabhängigkeitserklärung von Chinas Einfluss auf die globale Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Seit Jahren sind die wichtigsten Rohstoffe für die Produktion von Elektrofahrzeugen stark von Importen aus China abhängig. Aber jetzt, angesichts des Handelskriegs, ist Teslas Entscheidung, sich von Materialien aus China abzuwenden, nicht nur klug, sondern auch unerlässlich. Schauen wir uns das genauer an. Erstens, Graphit. Das wichtigste Material für die Anodenproduktion in Lithium-Ionen-Batterien, wird zum größten Teil von China kontrolliert. Etwa 70% des weltweiten Graphitangebots stammen von dort. Und auch der Großteil der Raffineriekapazitäten befindet sich in chinesischen Fabriken. Um dem entgegenzuwirken, hat Tesla bereits damit begonnen, synthetisches Graphit von Partnern in den Vereinigten Staaten und Kanada zu beziehen, um langfristige Preisstabilität und Sicherheit in der Lieferkette zu gewährleisten. Zweitens sind seltene Erden, insbesondere Neodym, ein Eckpfeiler der Elektromotorentechnologie.
Diese Materialien werden in Permanentmagneten für bürstenlose Elektromotoren verwendet, die hocheffizient sind, aber stark von der chinesischen Versorgung abhängen. China kontrolliert derzeit etwa 85% des Weltmarkts für seltene Erden, sowohl was den Abbau als auch was die Verarbeitung betrifft. Als Reaktion darauf entwickelt Tesla magnetfreie Motoren der nächsten Generation und setzt sie im Model 2 ein, ähnlich dem Design, das im neu aufgefrischten Model 3 verwendet wird. Diese Motoren machen den Bedarf an REs komplett überflüssig, ein großer Gewinn für die Nachhaltigkeit und die geopolitische Unabhängigkeit. Drittens wird Lithiumhydroxid, das für Hochleistungsbatterien unverzichtbar ist, immer noch hauptsächlich in China raffiniert, obwohl das Lithium selbst in Ländern wie Australien, Chile und den Vereinigten Staaten abgebaut wird. Tesla unterstützt aktiv inländische Raffinerieinitiativen und hat Vereinbarungen mit nordamerikanischen Lithiumherstellern getroffen, um sowohl den Abbau als auch die Raffinerieprozesse zu lokalisieren. Dieser Wandel ist von entscheidender Bedeutung, da das Weiße Haus nun Zölle von bis zu 25% auf in China verarbeitete Lithiumverbindungen für Batterien erhebt. Wie kann das Tesla Model 2 einen bahnbrechend niedrigen Preis erreichen? Dass Tesla den Preis für das Model 2 auf 11.750 bis 13.750 senken konnte, ist kein Marketing-Gag. Es ist das Ergebnis einer kalkulierten Strategie, die auf zwei wichtigen Entscheidungen beruht: die Lokalisierung der Produktion in Giga Texas und die Verringerung der Abhängigkeit von Materialien aus China. Diese Maßnahmen sind nicht nur symbolisch. Sie haben direkte und messbare Auswirkungen auf die Kostenreduzierung. Erstens, durch die Fertigung des Model 2 in Giga Texas entfallen für Tesla die kostspieligen Einfuhrzölle und Gebühren für den Transport über lange Strecken, die bei Fahrzeugen oder Komponenten aus Asien anfallen. Zum Vergleich: Der Import eines Fahrzeugs aus China kann mit Zöllen von bis zu 25% belegt werden, während der Transport der schweren EV-Batterien über den Pazifik Hunderte von Dollar pro Einheit an Logistikkosten verursacht. Durch die Produktion im eigenen Land spart Tesla auf Anhieb schätzungsweise 1.200 bis 1.800 Dollar pro Fahrzeug. Zweitens, die Verwendung von US- und Kanada stammenden Materialien wie synthetischer Graphit und im Inland raffiniertes Lithium die Kosten weiter senken. Dank der US Inflation Reduction Act, IRA, kann Tesla Bundesanreize und Steuergutschriften für die Verwendung von Batteriekomponenten aus amerikanischer Produktion in Anspruch nehmen. Diese Subventionen können sich allein für die Batteriematerialien auf 3.750 Dollar pro Fahrzeug belaufen, plus weitere 3.750 Dollar, wenn die Endmontage in den USA erfolgt. Insgesamt ergeben sich Einsparungen von bis zu 7.500 Dollar pro förderfähigem Fahrzeug. Darüber hinaus profitiert Giga Texas von branchenführenden Fertigungsinnovationen wie Gigacasting und hocheffizienter Automatisierung. Megacasting ermöglicht es Tesla, 70 oder mehr Einzelteile durch ein einziges massives Aluminiumteil für den vorderen und hinteren Unterboden zu ersetzen. Dies verkürzt nicht nur die Material- und Montagezeit, sondern senkt auch die Strukturkosten um 10 bis 15%. In Kombination mit einer hochautomatisierten Produktionslinie, die von KI-gesteuerter Robotik angetrieben wird, erwartet Tesla, dass die Arbeits- und Gemeinkosten im Vergleich zur Model 3-Produktion um 20 bis 30% sinken werden. Insgesamt ermöglichen diese Faktoren eine Senkung der Gesamtproduktionskosten um etwa 25 bis 30% gegenüber dem Model 3, das derzeit bei etwa 38.990 US-Dollar beginnt. Durch diese Senkung sinken die Grundkosten des Model 2 auf revolutionäre 11.750 bis 13.750 US-Dollar, ohne dass es zu Leistungs- oder Qualitätseinbußen kommt. Dieser Preis liegt unter dem von fast allen Wettbewerbern in den USA. Markt, einschließlich chinesischer Elektroautomarken wie BYD oder NIO, die nun aufgrund der steigenden US-Werte im Nachteil sind. Zölle und der begrenzten inländischen Infrastruktur im Nachteil sind. Ist ein Tesla für 11.750 bis 13.750 der Wendepunkt, den Amerika braucht? Lassen Sie Model 2 fallen, wenn Sie zustimmen, oder kommentieren Sie Ihren Wunschpreis unten. Was steckt im Inneren des Model 2? Motor ohne seltene Erden. Hohe Leistung ohne Abhängigkeit.
Das Modell 2 ist mit einem fortschrittlichen Dauermagnetmotor ausgestattet, der völlig ohne seltene Erden wie Neodym auskommt. Das Ingenieurteam von Tesla hat eine magnetische Architektur der nächsten Generation entwickelt, die starke Beschleunigung und regeneratives Bremsen ohne diese seltenen Erden ermöglicht. Das Ergebnis ist ein Antriebsstrang, der nicht nur geopolitisch unabhängig, sondern auch nachhaltiger ist. Ersten Schätzungen zufolge schafft das Model 2 den Sprint von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in etwa 5,7 Sekunden, was in seiner Klasse wettbewerbsfähig ist und gleichzeitig einen niedrigen Energieverbrauch pro Meile gewährleistet. Strukturelles Lithium-Ionen-Akkupaket. Leichte Stärke mit großer Reichweite. Das Tesla Model 2 verwendet ein strukturelles Lithium-Ionen-Batteriepaket, das 2 Aufgaben erfüllt. Es ist sowohl die Energiequelle als auch ein tragender Teil des Fahrgestells des Fahrzeugs. Dieses Design macht separate Strukturkomponenten unter dem Boden überflüssig, was das Gesamtgewicht des Fahrzeugs um bis zu 10% reduziert und zu einer verbesserten Beschleunigung, Handhabung und Energieeffizienz beiträgt. Dank der Integration von Lithium-Ionen-Zellen mit hoher Energiedichte direkt in den Fahrzeugrahmen erreicht das Model 2 mit einer einzigen Ladung eine geschätzte Reichweite von rund 350 Meilen. Das ist mehr als genug für eine Woche Pendeln in der Stadt oder einen ganzen Tag Autobahn fahren ohne Reichweitenangst. In Bezug auf die Lebensdauer erwartet Tesla, dass die Batterie auch nach 300.000 Meilen noch über 80% ihrer ursprünglichen Kapazität bei minimaler Verschlechterung behält. Darüber hinaus unterstützt sie ultraschnelle Ladevorgänge und erreicht an 4 Superchargern in weniger als 15 Minuten 80% ihrer Kapazität. Die Strukturbatterie verbessert auch die Sicherheit, indem sie den Unterboden des Fahrzeugs bei einem Aufprall stärkt, die Steifigkeit des Fahrzeugs und die Sicherheit im Falle eines Unfalls erhöht, sowie die Komplexität der Herstellung reduziert und damit die Produktionskosten senkt und gleichzeitig die Haltbarkeit erhöht. Ultra-haltbare Gigacast-Konstruktion. Weniger Teile, weniger Wartung. Tesla hat die Bauweise des Model 2 revolutioniert, indem sowohl der vordere als auch der hintere Unterboden aus einem Stück im Gigacast-Verfahren aus Aluminium gegossen werden. Bei diesem Fertigungsverfahren werden Hunderte von gestanzten und geschweißten Einzelteilen durch nur 2 massive Gussteile ersetzt, was die Komplexität und die Montagezeit reduziert. Die Konstruktion des Fahrzeugs besteht jetzt aus weniger als 370 beweglichen Teilen im Vergleich zu mehr als 2000 in einem typischen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Dies verringert nicht nur die Wahrscheinlichkeit mechanischer Ausfälle, sondern vereinfacht auch die Wartung und Reparatur. Die Wartungskosten werden über einen Zeitraum von 5 Jahren um 30–40% niedriger sein als bei Benzinfahrzeugen mit vergleichbarem Preis. Mit weniger Verbindungen und Schweißnähten ist das Fahrzeug auch widerstandsfähiger gegen Korrosion, Schwingungsermüdung und langfristigen Verschleiß, was seine Lebensdauer verlängert und die Gesamtbetriebskosten senkt. Seniorengerechtes, minimalistisches Interieur, einfach, sauber und komfortabel. Tesla hat beim Model 2 einen neuen Ansatz für das Kabinendesign gewählt und dabei vor allem an ältere Menschen und technisch weniger versierte Fahrer gedacht. Der Innenraum ist bewusst minimalistisch gehalten, mit klaren Linien, großen Schriftzeichen und ohne überladene Knöpfe oder Schalter. Das gesamte Armaturenbrett wird durch einen einzigen horizontalen Touchscreen in der Mitte ersetzt, der 15 Zoll groß ist. Dieser Bildschirm dient als Schaltzentrale für Navigation, Klima, Musik, Fahrzeugstatus und mehr. Wichtig ist, dass das Layout so vereinfacht wurde, dass keine Vorkenntnisse über E-Fahrzeuge erforderlich sind. Die Symbole sind groß, farblich gekennzeichnet und nach Funktionen geordnet. Und die wichtigsten Fahrdaten sind immer sichtbar. Die Unterstützung von Sprachbefehlen wurde erweitert, sodass der Benutzer fast jede Funktion in einfachem Englisch bedienen kann. B. Die Klimaanlage einschalten, meinen Sohn anrufen oder zur Apotheke navigieren. Neu gestaltete Benutzeroberfläche UI einfach zu erlernen, einfach zu bedienen. Teslas neue Benutzeroberfläche im Model 2 wurde im Hinblick auf Klarheit und Einfachheit überarbeitet. Die Benutzeroberfläche verwendet ein gitterförmiges Layout mit haptischem Feedback und einstellbarem Kontrast, um Fahrern mit schlechter Sehkraft oder langsamerer Reaktionszeit entgegenzukommen. Im Gegensatz zu älterer Tesla-Software
erlaubt diese Version größere Textgrößen und benutzerdefinierte Farbdesigns, um die Lesbarkeit zu verbessern. Ein neuer, einfacher Modus reduziert die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten auf dem Bildschirm und konzentriert sich nur auf die wichtigsten Funktionen wie Fahren, Parken, Licht- und Scheibenwischer. Tesla berichtet, dass sich die meisten Erstnutzer in weniger als 15 Minuten mit dem System vertraut machen können. Updates werden über die Luft geliefert. Und die Nutzer können sich nur für neue Funktionen entscheiden, wenn sie es wünschen, wodurch eine stabile und vertraute Umgebung erhalten bleibt. Option A: Augenunterstütztes Fahren, Wahlfreiheit für alle. Das Model 2 respektiert die Unabhängigkeit des Fahrers, indem es vollständige Selbstfahr-, FSD- und Autopilot-Funktionen als optionale Zusatzoptionen und nicht als Standardfunktionen anbietet. Viele ältere oder ländliche Fahrer ziehen es vor, die volle Kontrolle zu haben. Und Tesla stellt sicher, dass sie nicht in automatisierte Systeme gezwungen werden. Die Standardversion umfasst grundlegende Sicherheitsfunktionen wie Spurhaltung, Kollisionswarnung und Notbremsung. Aber alle anderen KI-Funktionen wie Smart Summon oder automatischer Spurwechsel sind nur auf Wunsch verfügbar. Mit diesem Ansatz kann der Fahrer so viel oder so wenig Automatisierung nutzen, wie er möchte. Darüber hinaus wurden die KI-Tools im Model 2 so eingestellt, dass sie im komplexen Verkehr konservativer agieren und risikoscheuen Fahrern entgegenkommen. Das Tesla Model 2 ist ein mutiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Wettrüsten bei Batterien. Während die Hersteller von Elektrofahrzeugen weltweit immer noch mit Unterbrechungen in der Lieferkette und eskalierenden Kosten zu kämpfen haben, hat Tesla einen anderen Weg eingeschlagen. Es kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette für Batterien, und zwar direkt hier in den USA. Im Mittelpunkt dieses Kampfes steht das globale Rennen um die Batterien für Elektrofahrzeuge zwischen Giganten wie Panasonic, Japan, derzeit ein Joint Venture mit Tesla in Nevada, KTL China, der größte Batteriehersteller der Welt, und Northvolt, Schweden, ein aufsteigender Stern in Europa. Während die meisten Konkurrenten nach wie vor auf Lithium, Graphit und veredelte Materialien aus China angewiesen sind, ist Tesla ein seltenes Unternehmen, das proaktiv Ziegelsteine aus dem alten Fundament entfernt, um ein völlig neues Ökosystem aufzubauen, einheimisch, geschlossen und unabhängig. Tesla begnügt sich nicht mit der Autoproduktion, sondern baut derzeit seine Lithium-Raffinerie- und Graphitsynthese-Kapazitäten direkt in Nordamerika aus. Ein strategischer Schachzug, den kaum ein traditioneller Autohersteller in großem Stil zu realisieren wagt. Giga-Texas wird nicht nur Autos montieren, sondern auch ein Zentrum für saubere Energiechemie sein, in dem Lithiumhydroxid vor Ort raffiniert wird, wodurch die Abhängigkeit von Chinas Last-Resort-Verfahren beendet wird. Der entscheidende Faktor in diesem Spiel ist der Inflation Reduction Act, ERA 2022. Dieses Gesetz unterstützt nicht nur grüne Energie, sondern belohnt auch Hersteller von Elektrofahrzeugen, die sich für die Lokalisierung qualifizieren, mit bis zu $7.500 pro Fahrzeug. Konkret werden $3.750 für Batterien aus amerikanischen Materialien gezahlt und die restlichen $3.750, wenn das Fahrzeug in den USA zusammengebaut wird. Durch die Kontrolle der Materialien von der Quelle bis zum Hersteller kommt das Tesla Model 2 in vollem Umfang für diese Subvention in Frage. Ein enormer Vorteil, der dem Model 2 hilft, seinen Preis zu senken, ohne die Gewinne zu beeinträchtigen. Während seine Konkurrenten noch Subventionen beantragen, hat Tesla bereits Hunderttausende von Fahrzeugen verkauft, die für Rabatte in Frage kommen, und ist damit mindestens 24 Monate voraus. Und im Batteriewettbewerb sind 18 Monate eine Ära. Ist dies also der Moment, in dem die USA die Batterieindustrie von China zurückerobern, oder bricht Tesla wieder einmal die Regeln und schreibt sie neu? Tesla Model 2. Nationales Auto oder Auto für ältere Menschen? Im heutigen Wettlauf der Automobiltechnologie, in dem jedes Unternehmen versucht, immer mehr Funktionen, größere Bildschirme, komplexere KI und zunehmend superintelligente Steuerungen einzubauen, geht das Tesla Model 2 in die entgegengesetzte Richtung. Und diese Einfachheit entfacht eine interessante Debatte. Ist dies das erste Auto, das speziell für die ältere Generation von Autofahrern entwickelt wurde? Das Tesla Model 2 verfügt über eine äußerst intuitive Benutzeroberfläche. Ein großer, zentraler Bildschirm, Claire-Symbole, große Schriftarten,
ein übersichtliches Layout und vor allem eine leistungsstarke, verbesserte Sprachsteuerung. Die Nutzer müssen nicht verstehen, wie Elektroautos funktionieren. Sie müssen keine Fachbegriffe kennen. Sie müssen nur sagen, schalte die Klimaanlage ein. Ruf deine Tochter an, Wegbeschreibung zur Apotheke. Und das Auto kümmert sich von selbst. Da das Durchschnittsalter von Neuwagenkäufern in den USA mittlerweile bei über 50 Jahren liegt, ist dies kein Zufall, es ist Absicht. In krassem Gegensatz dazu steht die Designphilosophie vieler chinesischer Elektroautos wie dem BYD Dolphin oder dem NIO ET. 5 komplexe Schnittstellen, sekundäre Bildschirme, cartoonartige KI und allgegenwärtige Berührungsempfindlichkeit, sehr trendy. Aber viele Menschen, die nicht technisch versiert sind, fühlen sich dadurch zurückgelassen. Tesla scheint zu verstehen, dass in einer alternden Gesellschaft wie den USA, Japan oder Europa das Auto der Zukunft nicht nur für die Generation Z gedacht ist. Es muss auch die Generation bedienen, die ihr Leben mit Lenkrädern und UKW-Radios verbracht hat. Und wenn das Model 2 das kann, wird es nicht nur ein nationales Auto im wirtschaftlichen Sinne sein, sondern auch ein Symbol für humane Technologie. Was denken Sie? Wird das Tesla Model 2 versehentlich zum ersten iPhone für Senioren oder ist es eine stille, aber revolutionäre Strategie? Nach den USA sind es Deutschland, Indien oder Südostasien. Sind es nach den USA nun Deutschland, Indien oder Südostasien? Worauf zielt das Tesla Model 2 ab? Das mehr ist als nur ein Auto? Das Tesla Model 2 ist nicht nur eine amerikanische Geschichte. Mit einem Einstiegspreis von unter $14.000, einer Batterietechnologie, die nicht von China abhängig ist, und einem minimalistischen, zugänglichen Design wird das Model 2 zu einem zweischneidigen Schwert für jeden Automarkt, der in Preis und Infrastruktur festgefahren ist. Und die Frage ist, welches Land wird das nächste Schlachtfeld sein? In Europa ist der Markt für preisgünstige Elektroautos leergefegt. Volkswagen, einst eine deutsche Ikone in dem beliebten Segment, kämpft mit fehlerhafter Software, hohen Kosten und langsamen Innovationen. Unterdessen wird der Renault Dacia Spring, ein preisgünstiges Elektroauto aus China, aufgrund seiner Herkunft zunehmend in Frage gestellt. Wenn das Model 2 in Europa mit einem Made in USA-Stempel, einem attraktiven Preis und einer starken Kundendienstpolitik auf den Markt kommt, könnte es sowohl Renault als auch VW den Todesstoß versetzen. In Indien hat Elon Musk wiederholt Andeutungen über eine neue Fabrik gemacht und sich sogar mit Premierminister Narendra Modi getroffen. Gerüchte kursieren über Maharashtra und Tamil Nadu, 2 wichtige Industriestaaten, in denen viele internationale Autohersteller Fabriken haben. Mit seiner jungen Bevölkerung, billigen Arbeitskosten und einer Politik, die die lokale Fertigung unterstützt, ist Indien ein logischer nächster Schritt, wenn Tesla das Model 2 zu einem wirklich globalen Produkt machen will. Und dann ist da noch Südostasien, eine Region, in der Motorräder immer noch dominieren und die Infrastruktur für Elektroautos fragmentiert ist. Aber was wäre, wenn ein preiswerter Tesla mit Haushaltsstrom aufgeladen werden könnte, eine einfache Steuerung hätte und im Betrieb weniger kosten würde als ein Motorroller? In Ländern wie Thailand, Indonesien, Vietnam und den Philippinen, wo die Mittelschicht schnell wächst, könnte das Model 2 für Millionen von Menschen das erste Auto sein und ihre Abhängigkeit von billigen importierten Benzinfahrzeugen beenden. Von Berlin bis Bangalore, von Bangkok bis Barcelona, das Model 2 erschließt nicht nur neue Märkte. Es definiert neu, was es bedeutet, in einer postglobalisierten Welt ein Auto für die Massen zu sein. Die Frage ist also, welches Land wird Ihrer Meinung nach das nächste große Ding sein? Die Zukunft der Autoindustrie. Die Autoindustrie war noch nie so unbeständig wie heute. Von den Handelsspannungen zwischen den USA und China über die weltweite Inflation und steigende Rohstoffpreise bis hin zu den durch Politik und Klima gestörten Energiewandlungen, alles bringt die Automobilhersteller an den Rand des Überlebens. Einst ikonische Namen Volkswagen, Ford, Toyota kämpfen nun mit Kosten, veralteter Softwaretechnologie und von Asien abhängigen Lieferketten. Unterdessen sehen sich die chinesischen Elektroautos von BYD, NIO und Xiaomi mit Zollschranken und einer wachsenden antichinesischen Stimmung in den USA und Europa konfrontiert. Zugleich verändern sich die Verbraucher. Sie laufen nicht mehr blindlings teurer Technologie oder prestigeträchtigen Marken hinterher. Sie wollen Elektroautos. Die billig, zuverlässig, einfach zu bedienen
schnell aufladbar und leicht zu reparieren sind. Ein Auto, das ältere Menschen fahren können, mit dem junge Menschen Spaß haben und das sich Arbeitnehmer leisten können. Ein nationales Auto für die Zeit nach der Globalisierung. Und dann, als alle verwirrt waren, kam Tesla daher. Nicht mit einem teuren Flaggschiff, sondern mit dem Model 2. Alles, was es brauchte, war eine Fabrik in Texas, ein intuitives Betriebssystem, ein Preisschild unter $14.000 und eine Vision wie keine andere. Das Model 2 war nicht nur ein Produkt, es war eine Aussage, ein Beweis dafür, dass Tesla dem Rest der Branche immer einen Schritt voraus ist, nicht mit Hype, sondern mit Schlankheit, Geschwindigkeit und einer unkonventionellen Fertigungsphilosophie. 2025 ist nicht das Jahr des Elektroautobooms. Es ist das Jahr des Realismus und des Überlebens von Elektroautos, in dem nur diejenigen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen überleben werden. Und Tesla mit Giga Texas, mit einer inländischen Lieferkette, mit nahezu maximaler Automatisierung ist der klare Spitzenreiter für den ersten Platz. Die Frage lautet jetzt nicht mehr, kann Tesla überleben? Sondern, kann jemand Tesla einholen, bevor sie die gesamte Autoindustrie in ihr eigenes Spiel verwandeln? Lassen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren unten wissen. Vergessen Sie nicht, uns zu mögen und zu abonnieren, um uns auch in den nächsten Videos zu begleiten. Auf Wiedersehen und wir sehen uns wieder.